If I carry resentment with me to Los Angeles, I'm not arriving free. Then Germany still owns part of my story. So this week became a strange mission. Make peace with the country I plan to leave. Monday, 4:42 a.m., Neuzittau, Brandenburg. But the moment I walk in, the baker greets me like we've known each other for years. First thing he shows me, the master certificate. And this is actually fascinating. Back in medieval Germany, people used to put literally poison into food and beer. So the country developed strict purity standards. Then suddenly, I'm weighing flour. We mix dough for bread. The machines start turning. The whole room smells like warm yeast and toasted grain. Which, by the way, is the kind of smell that could probably fix half the world problems. Für meine amerikanischen Zuschauer hier muss ich natürlich fragen, was ist der Unterschied zwischen amerikanischem Brot und deutschem Brot und warum schmeckt das deutsche Brot so viel besser? Wir verarbeiten andere Rohstoffe. Die Teige dort den Maschinen angepasst werden. Ich habe auch gehört, die zum Beispiel die bleichen das Korn, damit das Brot schön weiß ist und solche Geschichten. Aha. Sowas macht ihr doch bestimmt nicht, oder? Nee, gar nicht. Nee. So, unser Brot besteht nur aus Mehl, Salz und Wasser. Du hattest mal die Idee, nach Los Angeles auszuwandern. Ja. Wir sind also quasi Brüder im Geiste. Ja, ich bin gescheitert. Warum hat es nicht geklappt? Dann verloren bei der Galerie. Geht ja nicht, dass man sich hier einen Container vollpackt und dort auspackt und anfängt. Für mich selbst. Das ist bei uns zu Besuch und dann ganz großartig da als freier. Ich hätte machen können, was ich will. Und hier ist man ja doch immer ein bisschen an Normen gebunden. Da hätte man voll neu anfangen können. Ja. Ich war in der Hauptstation, Hauptbahnhof von Los Angeles. Ja. Und die haben da einen riesigen Brezelladen. Ja. Ja, wo du dann Brezel, süß, salzig, also mit Zimt, Zucker gefüllte Brezel. Also unglaublich lecker. Nicht so wie die Deutschen, leicht anders, aber auch sehr, sehr gut. Der Sauerteig ist ein 3-Stufen-Sauer. Wir fangen nachts an mit der ersten Stufe, mit dem Anstellgut. Und dann steigert sich immer mehr. Die Menge wird immer mehr. Der muss also insgesamt 24 Stunden stehen. Diesen Sauerteig stammt man jetzt eigentlich für immer, wenn du nicht kaputt machst. Naja. Aber du planst nicht zufällig hier das zu einem Franchise zu machen und das dann an einen Amerikaner zu verkaufen, dass er die deutschen Brote drüben backen kann, ne? Nein. Aber wenn jetzt das ein Amerikaner sieht und sagt, hey, das ist ja, sieht ja alles so lecker aus und so gut aus, kann ich bei dir lernen und kann das dann drüben um eine Filiale aufmachen? Dann los. Ja? Dann los. Ja. Then we start baking. Bread trays everywhere. Oven runnings like jet engines. I'm allowed to assist, but the real craftsmanship, that's his lane. Now I'm stirring powdered sugar for Schweinsohr, molten chocolate for Liebesknochen pastries and chocolate kisses. Which honestly sounds like something that should exist in Los Angeles. Meanwhile, we're tasting everything. Bread, hybrid dough creations, cakes, and especially vegan experiments. It's so yummy, so delicious, so tasteful, just by itself. Awesome. Und das ist Brot und Brötchenteig gemischt. Ja. Wir wissen übrig, also von der Bearbeitung. Schmeckt gut, aber ein ganz anderer Geschmack. Ja. Guten Tag. Was darf's denn sein? Ich hätte gern ein Stück Mohnkuchen, bitte. Oh, The best German newspaper. hast du gelesen, was da steht? Bild. Picture. Die Amerikaner müssen wissen, was sie Nee, Berliner Kurier ist schon. Nee, da ist noch einer. Dankeschön für alles, das du jetzt zeigen wirst. Spaß gemacht. Ja, mega. Probiert. And here's the funny moment. When I lived in Los Angeles, I actually missed German bread, like badly. Wednesday, 9:48 p.m. We had a small Christmas gathering. Honestly,
badly organized. And something felt different. You know those moments where the room looks normal, but you can feel tension under the floorboards? That. Everyone told me I was imagining it. Phil, you're overthinking. Maybe, but intuition is weird. Sometimes it whispers things logic hasn't caught up yet. So instead of escalating anything, I quietly started stepping back. We are hosting a pub quiz tonight. Our team name, Team USA. And yes, we win, which obviously proves nothing scientifically, but spiritually feels correct. Saturday, 2:14 p.m., Berlin, temperature 44 degrees. Regino and I met Iskander Vijaja, an incredible violinist. We talk about the future of One for Good and whether he might support it long term as an ambassador. Als ich Mitte der 2000er positiv wurde, dann in die Schulen gegangen bin, Tausende von Kids aufgeklärt habe, also diese Dinge. Aber die Zeit war nie reif für das, was jetzt kommt. Und jetzt ist sie mehr als reif. Das ist eine Initiative, eine Kampagne und eine Dachorganisation in einem. Ja, klingt korrekt. Then we ate food from the country his family originally came from, which is one of my favorite things about Berlin. This city is chaotic, but culturally it's like a global dinner table. Time honey badgers are known to chase power, titles or money, which can lead them down paths that ultimately don't suit them well. Sometimes. It's a power and money gesucht, yeah? So they should try to be very honest with themselves and go after what makes them happy. Unfortunately, knowing how to make themselves happy is not one of this science strengths. They have the intellect and wisdom to be great psychologists as well, though they may very well find themselves frustrated by their patients' lack of quick progress. Instead, each honey badger should look for a path that suits his or her personal taste as well as give them a purpose beyond the work itself. This can take many forms, including military service, entrepreneurship, theater directing, or stand-up comedy. High-End Magazin. Ich wollte meinen Content so ein bisschen degradieren, so ein bisschen low mehr. Ist alles zu high. Ja? So, bei mir ist immer alles so high-end und hat das Label auch gesagt, du musst so ein bisschen mehr Casual-Content machen. Mehr Glühwein trinken? Mit normalen Menschen. Und was mache ich dann hier? 6:37 p.m. Christmas market. There we meet Marion and Thomas de Vachoy. Thomas has a story that stops you in your tracks. His parents were high-ranking officials in the East German regime. But Thomas loved freedom, he believed in God, and that didn't exactly align with the system. So his own parents had him imprisoned. He spent 7 years in prison until the Berlin Wall fell, still standing, which honestly puts a lot of my frustration into perspective. So, alle jetzt zusammen. Phil, Ich hab das gar nichts. Du musst jetzt Handy halten. was möchtest du an meinem Gesicht retuschieren, bitte? Was möchtest du bitte an meinem Gesicht retuschieren? Solche Witze sind immer halb ernst. Genau. Kannst du mal deine Geige Kannst du uns mal ein Küsschen zuwerfen? Nee, eine Geige soll. Und ich durfte mit den Gefangenen ein Projekt machen, weil ich mit dem Minister für Recht und Menschenrecht, der die Gefangenen sehr unterstützt und sie wie Menschen behandelt. Und er hat gesagt, ich soll ein Projekt mit den Gefangenen machen. Dann haben die wir gefragt, wer von euch spielt ein Instrument. Dann haben sich einige gemeldet, dann haben die ein Instrument bekommen, haben geübt. Dann haben wir meine Songs geübt und dann durften die raus und mit mir performen. Und es war ein unglaubliches Erlebnis für mich, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, auch die Augen von denen zu sehen und wie sie, was für eine essentielle Bedeutung Musik für sie hatte in diesen Umständen. Das hat dich ja sehr verletzt, dass deine Eltern dich angezeigt haben. Damals ja, heute nicht mehr. Was denkst du, wenn du jetzt an deine Eltern denkst? Sind das nur biologische? Hast du keine Verbindung mit denen? Haben sie dich geliebt? Also meine Mutter liebt, die wird die nicht auf der anderen Seite stehen und gucken, wie dein Sohn verhaftet wird.
Also Die war ja dabei. die Selfie. Ja, die hat dann an der Straßenseite und Die war in dem Gebäude. wenn auf der anderen Seite deine Mutter siehst, die zuguckt, verlierst du doch den Glauben an die Menschheit. Gib dir mal diese. La 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 la. Dann, mein Freund, Mach's für die Großer. schönen Abend noch. Auf die Flugzeuge. Auf die Flugzeuge. Auf amerikanische natürlich. Und deutsche. Amerikanische. You don't leave a place by hating it. You leave it by outgrowing it. Resentment keeps you tied to the past. Respect lets you move forward. So this week accomplished something important. Not a visa, not a flight, but something almost as necessary. Peace with the chapter I'm closing. Because when the day finally comes and the plane lifts off toward Los Angeles, I don't want to look back in anger. I want to look back the same way I left that bakery.